Also packen wir aus. 1, 2, 3, 4, 5 neue Pakete sind angekommen und wir sind schon sehr gespannt, was sich da diesmal drin verstecken wird. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Richtig. Hallöchen. Bella und ich haben uns wieder zusammengesetzt und wir haben wieder ordentlich Pakete bekommen von Temu. Leck mich am Arsch. Der Tisch ist wieder rappelvoll. Es wird längst Zeit, wie wir im letzten Video schon gesagt haben, mal wieder ein neues Video aufzunehmen, weil sich die Sachen einfach stapeln. Wie davor auch schon gesagt, wie gesagt, der eine oder andere, der es nicht gesehen hat, es kommen im Moment nicht ganz so viele Videos, weil Bella und ich sind im Endstadium unserer Hochzeitsvorbereitung. Am 21.06. ist es soweit. Genau. Deswegen ist gerade eine ganze Menge noch zu tun, zu organisieren und hin und her. Und deswegen fehlt uns leider zwischendurch einfach mal die Zeit, uns wirklich hinzusetzen, alles zu verfilmen und am Ende am Computer alles für euch schön zu machen. Das nur noch mal kurz dazu. Also, wie dem auch sei. Heute ist beschissenes Wetter, heute bei euch wahrscheinlich auch. Das Regen, das Wasser fällt vom Himmel, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir setzen uns mal ganz schnell hin, jetzt runterfahren, hochfahren, wie auch immer, ins Auto setzen, ist eh alles Kacke. Also packen wir aus. 1, 2, 3, 4, 5 neue Pakete sind angekommen und wir sind schon sehr gespannt, was sich da diesmal drin verstecken wird. Legen wir los. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo fangen wir heute an? Was meint ihr? Groß, klein, mittel? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der unterscheidet sich am meisten von allen anderen, deswegen ziehen wir den doch der Bella als erstes mal raus, damit der Rest hier einfach aussieht, wie er aussieht, wie auch immer. So, 1, 2, 3, ist kaum Platz. Ist kaum Platz. So, wir haben an unser Unboxing-Messerchen gesagt. Bella wird aufpassen, sich nicht zu schneiden. Wir haben hier, das ist ja unser Victorinox. Wer das Video nicht gesehen hat, geht nochmal rein. Also Victorinox Klon, ganz wichtig, ist nicht das Original. Aber zum Unboxen und so weiter ist er wirklich großartig und auch für alles andere und hat nur 10er gekostet. Also wer das nicht gesehen hat, der geht nochmal runter in die Liste. Da seht ihr Temu Victorinox Klon. Für das Geld, weil es gekostet hat, finde ich große Klasse. Macht also Spaß. Und ist wirklich sehr scharf. Ist wirklich sehr scharf. Kleine Klinge, große Klinge, wie auch immer. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Bella passt auf, dass sie sich nicht ganz genau. Ja, coole Sache. So, was haben wir denn hier? Das ist eine Bestellung für die zweite kleine Person in der Familie. Also nicht Bella, sondern Mutti. Genau. Mutti hat mit Bella sich auch mal hingesetzt und hat in den großen Universum der Temu-Schuhe mal nach dem Rechten geschaut. Ja. Und da Mutti sich auch von Puppenstühlchen nicht weit unterscheidet, sind solche Exemplare hier teilweise auch nur in der Kinderabteilung zu kriegen. Die gefallen dann nicht immer der Mutti, weil so Mickey Mouse und Donald Duck ist nicht immer das Richtige. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier riesengroße Schuhe, wie man sehen kann. Ja. Und die haben Mami ganz gut gefallen. Und natürlich ist sehr schön, dass die hier so eine Art Adidas-Optik haben. Sind keine Adidas-Schuhe, keine Klone etc. Ich sag nur, es ist ganz schön hier mit den Strichen. Ja. Hier hinten haben wir dann, was steht denn hier drauf? Ich weiß nicht. Nice. Okay, jetzt habe ich verstanden, alles klar. Hier hinten steht nice, 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 nice drauf. Also ganz oft. Ich habe erst gedacht, the nice. Aber ich glaube, the nice ist auch geschützt von Deichmann, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, the nice ist eine Sorte von Deichmann. Schreibt es mal runter in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Ich glaube, the nice ist eine günstige Marke von Deichmann. Wie dem auch sei. Wir haben wieder eine wunderbare Sohle. Die ganze sieht so aus, ja, kann man wunderbar erkennen. Wunderbar. Wie gesagt, wir haben hier dieses HI, also High, ist richtig. Oder 3 Striche mit ein bisschen abgewandelt wie ein Adidas-Zeichen. Hier hinten haben wir, wie gesagt, dieses nice, 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 nice. Das Ganze hier und, Freunde, nochmal. Haben wir schon ganz oft gesagt, schaut euch die anderen Videos an. Ach, nochmal, hier geht es jetzt nicht nur um Schuhe, keine Sorge, ist kein Schuh-Special. Aber es ist wirklich, guck mal, ja, da ist immer alles ganz toll irgendwie, dass das nicht, wisst ihr, was ich meine? Wenn sich da mal der Postbote mit dem Arsch drauf setzt, dann sehen die Schuhe nicht genauso aus. Da ist immer alles wunderbar eingepackt und gesichert. Und das sind so dicke Bälle, das ist also nicht das dünne Zeug, was wir hier machen. Und ich bin von so einer Kleinigkeit, wie gesagt, immer sehr begeistert. Bella sagt auch immer, du schweifst immer ab wegen so einem komischen Ding, aber das stimmt, ich finde das einfach großartig. Ja, so. Guter Punkt. Zack, also das sind die Schuhe. Mutti, weiß Bescheid, kriegst du jetzt demnächst. Ist super, richtig? Genau. Verlinken wir euch selbstverständlich auch unten. Können wir das wegmachen, weil da ist nur das andere Paar drin. Nein, ich wollte gerade sagen, nee, das reicht ja, ist klar. Ja. Rechter Schuh, linker Schuh, genau. Da ist der Rest drin, ansonsten ist es das gewesen. Also Mutti, keine Sorge, du bekommst tatsächlich ein Weißen für jeden Fuß und das gleiche in Rot. Packen wir eine Seite, wie gesagt, verlinken wir euch unten, wer daran Interesse hat. Kriegst du auch in normalen Größen für richtige Menschen. Ist richtig. Also für große Menschen. Also die größer sind als die kleinen, damit die Schuhe auch passen den größeren. Verstehst du, wie ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber oho. Oho. Ja, trägt ja nicht jeder. Ja. Meine Mutter aber ihr Leben lang. Nee, Nur solche Schuhe. Ja, das ist klar. Da kannst du machen, was du willst. Da wächst nichts mehr. So klein. Ist richtig. Aber du wirst damit höher, Mutti. Du wirst damit
höher und der eine oder andere auch. Also jeder, der wird durch die Schuhe ein bisschen... Dauerabsatzschuhe, ne? Am Schuh machst du nichts mehr. Aber wir schweifen ab, richtig. Wir packen dann dieses Paket aus. Mutti, nur Spaß, ne? Küsschen auf Schlüsschen, Grüße gehen raus. Alles klar, also, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch mal. Du möchtest auch mal? Dann machen wir zip, zap und du bist ab. Das ist so großartig, genau. Das finde ich super. Ich krall mir unser Unboxing-Messer und... Möchte der Robby mal auf? Ja, ich möchte auch mal, ne? Ja, auch mal aufmachen. Ich wollte auch mal, ne? Ja. Im letzten Video, wer das nicht gesehen hat, da saßen wir ja noch schön bei Sonnenschein. Wie gesagt, heute geht die Welt hier wieder unter. Bei euch wahrscheinlich auch. Diese Wechsel sind immer furchtbar. Ich finde diese Wechsel so furchtbar. Den einen Morgen stehst du auf und bist klitschnass im Bett, weil du irgendwie gedacht hast, keine Ahnung, und dann hast du 26 Grad. Dann gehst du kurz vor der Haustür, gehst einmal einkaufen, stehst am nächsten Tag aus und frierst den Arsch ab, weil du bist schon wieder irgendwo bei 6 Grad. Ich finde das fürchterlich. Muss ich Ist auch wirklich sagen. fürchterlich. Es ist echt fürchterlich. beschissen. Und ich muss echt sagen, egal ob man schon so grau ist wie wir oder ich, oder ein bisschen jünger, ich höre auch von den Jüngeren und auch von unseren Kindern, das ist für die genauso anstrengend. Also ich habe immer gedacht, das ist nur, wenn man irgendwann ein bisschen älter geworden ist. Aber nein, die Jüngeren scheinen da genauso drunter zu leiden. Also für alle Jüngeren, die gerade zuschauen, schreibt mir mal runter in den Kommentar, ob euch dieser Wetterwechsel auch so auf die Nüsse geht wie uns. Oder auf die Puperze, wie auch immer. Also, alles klar. Alles klar. Schau mal, hier ist schon wieder... Ach, guck, ach so, jetzt weiß ich, genau. Da, mit dem Paket, brauchen wir uns jetzt auch nicht so lange befassen, weil... Schaut euch die anderen Videos an, ganz genau. Nochmal ganz kurz Schuhe. Für Freunde, die, wie gesagt, die Videos von uns natürlich gesehen haben. Und da ging es schon 1000-mal um diese wunderbaren, ich sage mal Sockenschuhe dazu. Ne? Das ist alles hier wunderbar weich. Du gehst da wie eine Socke rein. Das Ding ist atmungsaktiv, hat eine super geile Sohle. Kannst du waschen im Trockner schmeißen, löst dich nichts, geht nichts kaputt. War mit in Kroatien alles schon 1000-mal gesagt. Für alle neu dazugekommenen möchte ich trotzdem kurz erwähnen. Die Schuhe sind der absolute Knaller. Wer mehr dazu wissen will, in schwarz, in blau, in weiß, in braun, in grau. Für die Ladies, haben wir jetzt auch rausgefunden, in Regenbogen, in pink, in alles, was ihr wollt. Super mega geil, weil du eben, das ist so bequem, trotzdem sitzt der Fuß. Und wie gesagt, alles andere, wer was dazu wissen will, verlinken wir euch unten wieder, selbstverständlich. Für nähere Informationen geht ihr auf eins der anderen Videos, da haben wir das schon 100.000 Mal erklärt. Bester Schuh der Welt, ich habe sie nochmal gesagt, richtig, ich habe sie. Ja, in allen Farben, die es gibt und liebe jeden einzelnen. Bam! Jetzt darfst du nochmal. Nö. Das ist so schön. Ja, ist nicht schlimm. Ich durfte ja, das waren ja 4. Ne? 2 Artikel, 4 Sachen. Bella haut hinterher. Komm, ist alles gut. Hier, Schatz, was willst du denn? Das Große bleibt, das Große muss zum Schluss. Das wartet noch ein bisschen. Ich glaube, da verstecken sich die ein oder anderen Sachen, die echt interessant sind. Ach so, ja, und für die Zuschauerin, die uns geschrieben hat, wegen dem Rasenstutzer-Ding. Du weißt schon, was ich meine, ne? Hier dieses Draht ist in Mache. Wir sind nur gerade am gucken, dass das auch passt und wir haben gesehen, da gibt es einen so einen Rasentrimmer, der hat dann so 3 Borsten, dann kriegst du einen mit 6, dann kriegst du einen mit 5, dann kriegst du so ein richtig krasses Teil. Ich helfe mal eben der Bella, weil ich sehe gerade in der Kamera, dass die Bella nicht schafft, das Ding aufzumachen. Das ist nicht schlimm. Bitte nicht wehtun. Und sobald wir das geklärt haben, dass das auch hier bei uns alles drauf passt und wir müssen auch so ein Trim-Ding da besorgen. Also nochmal, vielen lieben Dank, haben wir gehört. Kommen wir nach. Siehst du dann in einem der nächsten Videos. Wann es genau sein wird, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe es gelesen, ich habe es auf dem Schirm, es ist in Mache und wird organisiert. Danke übrigens dafür. Und auch an alle anderen, wenn ihr irgendwas habt, egal ob von AliExpress oder Temu oder whatever. Einfach mal in die Kommentare schreiben, uns anschreiben, E-Mail-Adresse etc. ist alles verlinkt. Ihr könnt uns das in die Kommentare reinschreiben, selbstverständlich. Wir versuchen das zu besorgen, wir testen das für euch, sagen, wie gut das Ganze ist und freuen uns natürlich über Anregungen. Das war's. Das So, ist richtig. jetzt haben wir. In dem vorigen Video habe ich das auch schon mal so ähnlich bestellt. Und zwar, Ah, die Handschlaufen, jetzt weiß ich, alles klar. ja, Ja, Schmetterling. Im letzten Video war mit dem Schmetterling in bin jetzt auf schwarz. den Geschmack gekommen. Ja, in schwarz-rosa. Das ist Genau. eher. Das ist eher ein ganz Das ist für Engel. ganz schlichtes Weißes. Das ist für Engel. Das ist für Engel. Für Engelchen, Wie wie ihr du einer seht. bist. Das ist Ja. richtig. Mit den Schlaufen, wie wir beim letzten Mal auch schon gezeigt haben. Ich habe immer noch nicht ganz raus, wie man das jetzt irgendwie so wickelt, aber es soll halt wie so ein Kleid getragen werden. Also es ist so ein Strand. Wer es kennt, kann ja mal in den Kommentaren mir erklären, wie man das wickelt. Weil Wie heißen die Dinger noch? So ein Strandtuch, ne? Für wenn du halt was essen gehst, für mal zum drüberwerfen, Ja. dass die Frau nicht nur mit der Oberweite und ne, Genau. Slip zum Essen Aber- reingeht. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ich finde Strandkleidung super, aber wenn man essen geht, bin ich schon der Meinung, sollte sie sowohl
die Frauen als auch der Mann irgendwas drüber ziehen, weil beim Essen muss man halt nicht so da sitzen. Nicht, dass der eine oder andere sich nicht halbnackt zeigen kann, darum geht es gar nicht, aber es ist einfach anständig. Und deswegen wollten wir halt auch mal zeigen, was es alles so gibt. Ja, und der Stoff ist auch mega. Also es ist nicht so leicht wie das vorige. Es ist schon Nee, es war ein bisschen etwas, blickdichter, der andere genau, war transparent. es ist schon etwas schwerer. Also man könnte auch sagen, es ist ein schönes ja, Abendkleid würde ich jetzt vielleicht, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein schönes Also Kleid. Für Man abends kann eine es auch Cocktailbar, für abends eine Cocktailbar kannst du halt auch nochmal drüber Genau. werfen, da sitzt man auch ein bisschen luftiger. Für ein Genau. Restaurant abends selbstverständlich nicht. Also für mittags zum Essen gehen, zum drüberwerfen, großartig. Für am Strand mal lang spazieren, wenn einem vielleicht der Wind ein bisschen stört und es vielleicht ein bisschen kühler ist. Wunderbar, letztes Mal auch schon gesagt. Polyester, Elastan, klar. Elastan sorgt dafür, dass das Ding ein bisschen flexibel ist. Polyester sorgt dafür, dass es schneller trocknet. Weil wer aus Baumwolle, würdet ihr mit einem klatschnassen Popo durch die Gegend laufen. Wie das Ganze selbstverständlich getragen aussieht, blenden wir euch jetzt hier, Bella verschwindet mal eben, genau hier nochmal ganz kurz ein von der Homepage. Genauso sollte das aussehen, wunderbar. Und ansonsten werden wir in einem der nächsten Videos in Kroatien im Sommer dann sehen, wie Bella darin aussieht. Richtig. Yippie! Dann haben wir was Neues bestellt. Die fand ich cool, genau. Ist nämlich jetzt auch mal was völlig Neues. Was ganz Hatten wir so anderes. jetzt auch noch nicht. Genau. Hier haben wir Genau. schöne Also, Flipflops, die fand ich wirklich cool. weil die halt mit Kork sind. Hatte ich auch noch nie. Ich bin selten der Kork-Typ, egal an welchem Schuh. Aber, Ganz kurz nur. ja, Rund deine Kommentare. Bella hat gesagt, die brauchen wir euch gar nicht zeigen, weil wir hatten schon alle. Und dann haben wir gesagt, geht doch gar nicht. Weil jetzt mal, guck mal, das haben wir in der Form ja noch nicht gehabt. Also nicht, dass ich der Bella über den Mund fahren möchte oder wie auch immer, aber schreibt mir mal bitte unter in den Kommentaren. Habt ihr die Schnauze voll von Schuhe? Beziehungsweise, wenn wir wirklich was haben, was wir noch gar nicht hatten, interessiert euch das noch oder sollen wir das wirklich weglassen? Weil ich finde, da ist was völlig Neues, anderes, als wir jemals hatten. Runter in die Kommentare, damit wir Bescheid wissen. Und jetzt bin ich wieder ruhig. auf jeden Fall sind die sehr, sehr schön. Also die sind sehr hoch. Ja, finde ich nämlich auch. Hier, das ist, fühlt sich sehr seidig an. Hier ist gut. Hier ist so ein, wie nennt man das? Plastik. Da ist so ein Schlauch drüber, ne? Genau, ist nicht bei allen, ist bei manchen da, bei manchen nicht. Ja, wir hatten im letzten Video diese Plastikdinger, die sind dann von der Fabrik so ein bisschen zusammengeschmolzen. Das kann Ja. jetzt hier nicht passieren, weil das ist tatsächlich so ein Röhrchen. Es gibt also keine scharfe Genau. Kante. So, das ist jetzt, ja, ist einigermaßen stabil, aber ist halt Kork. Ne, wer es weiß. Aber so für jeden Tag oder Ich finde ne, den mal sehr schön, irgendwie alleine wegen dieser am Strand. Ich bin gespannt, wie der sich anfühlt. weil ich Paketschnuroptik. hatte Ne? den noch nie. Also nochmal, wie so eine Mal sehen. Paketschnuroptik. Wir werden euch auf jeden Fall berichten darüber, wie der sich so zu tragen ist am Füßchen. Ja, wie gesagt, Ne? ich finde den super und lasst uns einmal wissen, ne? Das, genau. Ich meine, wie gesagt, hier die Schuhe, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ne, das ist richtig. Wenn mir da jetzt einer sagt, Robby, die kennen wir mittlerweile, das stimmt, das kann ich verstehen, nach weiß nicht wie viele Videos, aber es gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer. Fakt ist, die unterscheiden sich von allem, was wir bisher hatten, deswegen fand ich die super. Kordel, Strickkorgel, Paketoptik, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was man dazu sagen soll. Ich finde sie jedenfalls super und ich bin 100% davon überzeugt, dass die sich hervorragend anfühlen. Und sorry, dass wir das jetzt hier nicht machen. Wenn wir draußen sind, ziehen wir die ja immer einmal an. Dann lassen wir jetzt hier sein, weil, wisst ihr selber, wir sitzen jetzt hier am Tisch, dafür musst du alles wieder umbauen. Dann ist einfach jetzt gerade ein bisschen Kacke. Richtig. Nichtsdestotrotz, großartige Schuhe. Genau. Coca-Cola. No. Na klar. Nein, Mann. Rot-Weiß ist immer Coca-Cola, Nein, oder? Mann. Ich habe mir ein schönes Oberteil bestellt. Aus Coca-Cola. Das ist nur die Farbe. Aber fast wie Coca-Cola. Ja, guck wie Coca-Cola. Steht auf Whisky. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind Warte. wir bei Cola Whisky. Tennessee Ach, Whisky Cola. mit Cola. Nein, Spaß. Strawberry Wine. Strawberry Wine. Ach so, okay. Oh, das ist wusste ja ich gar geil. nicht. Ach, kannst du mal sehen. Das ist wieder das mit der Bella. Ne? Die Bella findet das so schön. Und die Fotos sind schön und sieht total geil aus. Und Kann man das so? Ich kann jetzt nicht sehen. Überlese oder wie auch Ach doch, immer kann man sieht jetzt man sehen, ne? super. Ist mir nicht aufgefallen, dass da Tennessee Whisky und so steht. Ja, aber ne? ist ja nicht Cola, aber genau. Aber das es ist einfach echt cool. Aber das ist M. Also smooth as Tennessee Whiskey. Also weicher als Tennessee Whiskey, süßer als Erdbeerwein. Das steht da. Ein bisschen Englisch kann ich auch. Ja. Super, ne? ja. Gefällt mir großartig. Ja. Also das ist jetzt Größe M. Werdet ihr im nächsten Video einmal sehen oder mal spätestens, wenn wir die Kroatien-Videos machen, weil wir dieses Jahr wieder nach Kroatien fahren, werde ich das definitiv mal anhaben und euch mal zeigen, wie Vielleicht das leiten wir das aussieht. auch mal für abends. Also so vom ersten Eindruck, wie auch immer, her würde ich sagen, hätte ich auch S nehmen können.
Aber vom Brustumfang, wie die das ja immer dann messen, ist das genau passend. Sieht nur etwas breiter aus für M. Weiter geht's. Weiter geht's. Das ist ganz schön militärisch, junge Frau. Ja. Willst du mir am Strand den Krieg erklären, oder was? Ja. Ich gehe mal auf Military Style. Merkt er langsam, so kurz Und vor der Haken. Ehe, merkst du langsam als Mann immer mehr, du hast bald nichts mehr zu melden. Der meint das immer wieder. Also nur weil wir jetzt heiraten vorher. Ja. Männers, runter in die Kommentare, wann ist das Leben vorbei? Ist es gar nicht. Wann ist das Leben Ist es vorbei? gar nicht. Das ist so doof. Hör auf damit. Niemals. Wir sind unvergänglich. Wisst ihr? Das ist richtig. Oh. Da, zack. Siehst du? Live vor der Kamera, kriegst du ein paar vor der... So fängt das nämlich an. Kaum sagst du deine eigene Meinung, bam, kriegst du eine. Als wenn einer glaubt, dass du deine Meinung nicht sagen kannst. Das ist auch richtig, ne? Also, machen wir weiter. Machen wir weiter beim Video. Ich habe mir ein Wow. Bikini bestellt. Eine Army Panty. Eine Army Panty. Army Pant. So. Pant. Und Panthose. das ist das Oberteil dazu. Also, Sieht man das? ja. Sieht man, ne? Wenn Sieht ich man. das hier so auf dem Tisch Aber lege. was ich jetzt gerade hier sehe, Ja, ist... die kann man hochraffen. Genau, Freunde, guck mal hier. Also nicht nur, dass man darin hundertprozentig einen wunderschönen Popo hat, Nein? sondern genau, hier haben wir wieder wie im letzten Video bei dem Pullover eine eingenähte... Wie nennt man die Dinger eigentlich? Wie nennt man sowas? Weiß einer, wie man das nennt, wenn man da diese, ja, aber ich weiß nicht, ob das, möchte das mal wissen. Schreibt mal runter in die Kommentare. Gibt's eine Näherin oder einen Näher, Schneider, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie nennt man diesen Tunnel? Fakt ist, ihr könnt jetzt hier, genau, Ja. und dann kann man sich das hier an der Seite, ist jetzt ein Wenn bisschen man schwer es zu zeigen, möchte, ne? kann man das ein bisschen hochziehen Ja. und dann machst du aus so einer Panty einen halben String, sag ich jetzt mal. Ne? Also Ja. kannst du schon ein bisschen ein bisschen sexier verwandeln. Heißt das auch Genau. sexier? Ich hab Und keine was ich gut finde, auch hier wieder, muss ich einmal zeigen, Okay, von innen, Entschuldigung. mhm, Ein Muschi-Schoner. mit Schoner, ne? Also abgeklebt, Also ne? abgeklebt. Da wo die Susi sitzt, ne? Mhm. Ist auch ein bisschen Genau. so. Geschützt. Und hier zeigt die Bella euch jetzt nochmal ganz genau, das ist ein Neckholder. Neckholder. heißt das. Wird also hinterm Hals verknotet, Genau. aber auch hinten. Und hinten auch. Der ist also beidseitig, genau, der ist beidseitig zum Knoten. Was auch wieder bedeutet, wenn man mal irgendwo am Strand unterwegs ist mit dem Freund oder die Freundin und du kommst an irgendeinen großen Stein, dann brauchst du nicht lange, um die Frau davon zu befreien. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ist richtig. Also merkt schon, ausziehen sind wir immer super. Irgendwie wieder, lassen wir einfach sein. Finde ich auch, finde ich schön. Ist Auch von der schön. Farbe. Ich finde vor allem schön, da möchte ich noch ganz kurz sagen, bevor ich wieder zu viel sabbel. Aber das ist, finde ich wirklich super. Seht ihr das? Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Das ist nicht weiß. Nee. Also oft hat man ja bei solchen Farben, wir haben ja jetzt hier wirklich dieses Oliv, wir haben dieses Military Green, wir haben dieses Ja. Schwarz und dann knallen die so ein Weiß da rein. Und genau dieses Weiß sorgt meistens dafür, dass das total billig und nicht schön aussieht. Hier haben die wirklich so eine feine Nuance, ich sag mal auch so von dem Olivgrün mit reingehauen. Dadurch sieht das ganze Ding wirklich hochwertig und viel, viel edler aus, als wäre hier wieder so ein rein Weiß drin verbatscht. Und deswegen finde ich auch das großartig. Ich freue mich schon, dich darin zu sehen. Ich mich auch. Ja, ich mich auch. Ich auch. Ihr uns auch? Ihr euch auch? So, Ist richtig. Jetzt haben wir uns noch was gedacht. Und zwar möchten wir. Ja, das ist deine Chef. Moment. Mach weiter, Baby. Möchten wir, oder ich habe mir gedacht, gerade wenn man unterwegs ist, gut fürs Laufen, für mich fürs Joggen ist die sehr groß. Aber Ich habe auch eine. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn man, keine Ahnung, eine lange Autofahrt, wie auch immer, da passen 1 Liter, haben wir gesehen. Ja, Hier. 1000 Milliliter. 1000 Milliliter. Ja, genau, da ist einmal eine Skala drauf, dann hast du hier vorne sind diese coolen Tropfen, damit du auch genau siehst, wie viel noch drin ist oder wann du trinken solltest. Ne? Tröpfchen, ja. Ja, mit ein bisschen lustigen Sprüchen, ne? Die sind richtig schön, wie nennt man das, matt? Nee. Genau, ja, die sind matt, also die sehen eigentlich aus, als wären die aus Glas. Also man sieht Ja. gar nicht, dass das Plastik ist, sieht eigentlich aus wie Glas. Habe ich gerade schon mal in der Kamera gehalten. Der Print, muss ich wirklich sagen, dieser Print auf beiden Nee, Seiten. das ist der Print. Der eine oder andere mit Klemmbaustein wird jetzt den Scherz verstehen, aber das ist weiß auf Farbe.
Das kommt aus angeblich furchtbarem Temu China. Dieser Print ist geiler als bei Lego die letzten 20 Jahre. Mega. Ich habe da rumgekratzt, das Ding ist schon, deswegen habe ich das gerade aus der Küche geholt, das Ding ist schon einmal eine Geschirrspüle gewesen. Dieser Print ist bombastisch. Ja. Und es fühlt sich mega geil an. Also ich mag das. Ich Ja. mag das, wenn es nicht so... Nee, weil das der so ist zwar samtig glatt, ist. Ja? samtig, genau. Samtig, also super geil. Dann habt ihr, ich komme einmal ein bisschen nach vorne, hier vorne ist ein Clip, den macht man hoch. Jetzt bin ich gleich verkehrt, aber nicht schlimm. Wenn ihr den hochklickt, könnt ihr die Flasche nicht aufmachen. Also Sicherheitsschluss. Macht ihr den aber nach unten. Komm mal her, du redest, ich zeige dir eine Kamera. Aber ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. So sieht man das ein bisschen besser. Ne? Also da ist der Clip, wovon Bella redet. Ist der hier oben, dann seht ihr das, ja? Dann ist hier diese Nase verschlossen. So, ich halte es mal so ins Kammerlicht. Dann ist diese Nase verschlossen. Wenn du hier drückst, passiert nichts. Macht ihr diese Nase, ach, Entschuldigung, jetzt war auch mein Finger davor. Macht ihr diese Nase hier runter, genau. Dann könnt ihr hier drücken an dem Flippy und dann, ganz genau, klappt das nach oben. Der Strohhalm hier ist ebenfalls auch wieder aus Silikon, wunderbar. Und durch diesen Knickmechanismus, ich mache euch das einmal auf, wie gesagt, Bella kann gerne weiter reden, aber das ist hier einfach wirklich besser zu sehen. Dann geht der hier unten auch. So, und der ist dann wieder aus Silikon, ja. Und hier knickt der dann ab. Dadurch läuft euch nichts aus. Es gibt hier auch ein kleines Ventillöchlein, bedeutet, wenn ihr an diesem Strohhalm saugt, gibt es keinen Unterdruck, das kennt ihr wahrscheinlich, dass sich das irgendwie anstaut. Und innen drin ist dann nochmal dieser Strohhalm aus Hartplastik. Schön, was Bella und ich fanden, ist auch, dadurch, dass das hier Silikon ist und das Ding vielleicht mal, keine Ahnung, schmutziger werden kann, wie auch immer, weil es eben kein Silikon ist, könnt ihr aber jeden Strohhalm, den es immer noch gibt, bei Action Mark wisst ihr, gibt es auch diese Hartschalen-Dinger, ne, in allen Größen, logischerweise hier wieder neu einfädeln. Das bedeutet, das funktioniert immer wieder hervorragend. Und das ist einfach toll. Dann habt ihr hier halt dieses Gripgummi, was auch wunderbar ist. Also wirklich eine ganz tolle Flasche. Und ja, ihr kennt meinen Standardspruch, richtig. Ich freue mich schon sehr, wenn wir in Kroatien unterwegs sind und ich 1000 Liter trinken kann, ohne nachzufüllen. Das ist hervorragend. Also, diese Flasche hat Bella wunderbar besorgt. Und auch mit diesem doppelten Schutz. Und wie sie schon sagt, dieses samtige, ich bin total begeistert von diesem weißen Print. Ja. Fantastisch. Diese Trageschlaufe hier auch ganz schön, ne? Kannst du dir dann natürlich auch, wenn du möchtest, am Gürtel machen, also wie auch immer, die Farben finde ich, ich stehe auf so einen Scheiß, ne? Und das Also ist ernsthaft. 1 Liter, also es passt wirklich ein ganzer Liter rein. Ja. Wo hast du das schon? In der Dose kriegst du keine Liter, du kriegst ja eine Literdose, ne? Ja, wenn du Faxe holst, glaube ich, Faxe-Bier, aber wer trinkt schon Bier am Steuer? Also So, wie auch ja, immer. genau. Die Flasche ist bombastisch, also Cool. selbst für am Fahrrad, ich bin mir ziemlich sicher, was heißt, ich bin mir ziemlich sicher, klar, je nachdem welches Mountainbike da hast, kriegst du das ja auch da perfekt rein, sonst machst du diesen Flaschenaufnahme-Bottich ein bisschen tiefer, dass die auch unterwegs im Fahrrad reinpasst. Und ganz toll, wie gesagt, finde ich auch diesen Sicherheitsnuppi, ne? Dass das Ding einfach nicht so losgehen kann, was ja bedeutet, auch wenn ihr zum Sport fahrt und ihr packt die in die Sporttasche rein und das Ding liegt mal und du drückst da irgendwie mal dran, durch diesen Nuppi sorgt ihr dafür, dass das Ding nicht auf einmal Peng macht und die ganze Buchse läuft dir voll. Mhm. Also wirklich mega, ganz toll, viel großartig, auch die Farbgestaltung, fantastisch, ich freue mich da sehr. Hat Bella schön gekauft und auch wenn du mal so machst, ist das nicht schlimm, weil es ja eine Sportflasche. Mega! Weiter geht's! Weiter, mal so. So, dann habe ich mir überlegt, soll ja nicht nur mal für mich, sondern auch mal was für ein Hobby dabei sein. Oh, ich krieg mal wieder Geschenke. Ja. Okay, alles klar. Ich glaube, da ich vorhin ja gesagt habe, hier, das ist ganz süß, kann ich mir auch mal ausleihen. Hat Bella sich das schon wieder vorher gedacht? Teddy, entschuldige bitte. Hast du schon Hallo gesagt? Teddy ist natürlich wieder mit dabei. Ja, wenn ich hier oben los ist, dann ist Teddy immer mit dabei. Ne, Stinker? Du kriegst auch noch so ein Shirt. Also, wie gesagt, hat die Bella wahrscheinlich schon gewusst, dass ich das sagen werde. Und hat mir kein knalliges Rot besorgt, sondern ein Leinenhemd. Ganz genau. Wer sich jetzt wundert und sagt, alter Falter, was ist das denn? Ist richtig. Ja. Ich wollte das ein bisschen größer haben, weil dieses Leinenhemd hier zum Beispiel, da ist auch so eine Schnur mit dabei, das könnt ihr dann logischerweise hier vorne einfädeln, wenn ihr das möchtet. Ich möchte das nicht, ich werde das also wirklich so tragen, weil ich möchte dieses Hemd wirklich nur luftig ebenfalls, für am Strand, für eine Cocktailbar, für mal einen Snack abholen und so weiter, wegen diesem Ausschnitt. Ne? Also der Ausschnitt, der geht ja tatsächlich schon, wie ihr hier sehen könnt, der geht ja wirklich schon ein bisschen tiefer. So. Der geht ja schon ein bisschen tiefer, weswegen ich der Meinung bin, so für abends im Restaurant und so weiter ist das natürlich nichts. Das möchte ich nicht. Ich finde, das gehört sich nicht. Da muss jeder selber wissen. Fakt ist, deswegen durfte das ruhig ein bisschen luftiger sein. Deswegen ist das hier eine XXL. Ne? XXL.
Gut, rückblickend betrachtet sind wir der Meinung gewesen, hätte auch eine XL gereicht, Ja. hätte man ein bisschen auf die Zentimetermaße geachtet, die ich jedes Mal unseren Zuschauern in allen Videos immer mitteile, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Weil Fakt ist, was das Ding gekostet hat, blenden wir jetzt hier ganz kurz ein. Die Größen ebenfalls und erwähnen auch noch einmal, egal ob Männlein oder Weiblein. Wenn ihr euch was bestellt, super bei Temu, auch bei AliExpress und allen anderen. Da sind überall Tabellen, guckt bitte in die Tabellen. Ihr müsst bei diesen T-Shirts, bei diesen Pullovern, müsst ihr immer darauf achten, dass hier von Achsel zu Achsel, das ist eigentlich der wichtigste Indikator dafür, dass das Ganze funktioniert. Wenn das Maß nicht stimmt, dann kann das hier nicht klappen. Nochmal, das hier ist super für am Strand, fantastisch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für dieses Leinenhemd. Und ihr wisst Bescheid, achtet auf die Tabellen. Bam! So, jetzt haben wir gesehen, gemerkt. Ich habe noch ein paar von den Kork Flipflops. Also es ist Größe 38, hier steht jetzt 39 drauf, aber ist wohl die chinesische Größe, die wohl drauf steht. Ist aber in Größe 38. Die sind doppelt geliefert worden. Somit brauchen wir da auch nichts für bezahlen. Und die würden wir euch gerne schenken. Nein, doch. Richtig. Robby erklärt, wie es geht. Ja, also diese Schuhe sind wie gesagt ausgegeben in der Größe 39. Bella und ich schreiben unten in der Videobeschreibung nochmal genau die Größe der Schuhe, damit ihr genau seht, ist das jetzt eine 39, eine 38 oder eine 37, dass euch der Schuh passt. Wer die Schuhe haben möchte, schreibt uns unten in die Kommentare, warum er den Schuh so schön findet und warum er den gerne haben möchte. Wir entscheiden dann, wer den schönsten Kommentar gelassen. Nein, wer den schönsten Kommentar. Wir haben erst gedacht wegen Zufallsprinzip, aber nein, ich möchte, dass ihr genauso kreativ werdet wie wir für euch. Und deswegen, der schönste Kommentar mit der nettesten und schönsten, süßesten, whatever, Begründung, warum er diese schönen Hawaii-Stiefelchen haben möchte, ja, ist richtig, der bekommt diese zu sich nach Hause geliefert. Ja? Und wer jetzt Angst hat wegen Adresse etc., das ist natürlich völlig egal. Ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen unter die Robby Testet Web. Ihr könnt in den Kommentaren logischerweise schreiben, ihr könnt uns unsere E-Mail mitteilen oder auch nicht. Da könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Wir lassen uns da völlig auf euch ein. Und wenn ihr das nicht zu euch nach Hause geschickt haben wollt, wie gesagt, weil ihr wegen der Adresse oder was weiß ich nicht, irgendwelche Sorgen habt, schicken wir auch ein Postfach an eine, weißt du, Paketstation, wie auch immer. Wer Bock an diese Schuhe hat, wie gesagt, der kann die jetzt abstauben. Schönste Kommentar, gewinnt. Sehr schön. Wir freuen uns schon sehr, eure Kommentare zu lesen. Schön. So. Und damit kommen wir zu dem letzten Paket. Und da wir da Platz brauchen, verschwinden jetzt auch die beiden Flaschen. Daddy, halt schön fest. Ja, der hält doch gar nicht. So, Schatz, ich weiß, das tut dir immer schwer, deswegen meint die Messer her. So, schön. Ach, Letzte ist da Paket. auch? Ja, selbstverständlich, komm. Letzte, denk dran, vorsichtig, ne? Da ist so alles drin, ne? Ne? Halt, stopp! Da, wenn ich vorsichtig sage, geht die mit dem Messer so rein und will durch. Habt ihr das gesehen? Du sagst vorsichtig und die sticht da rein und geht runter. Ich brauche ja nur ein kleines. Komm her, der Gentleman macht Ich hier das. mach das, es ist doch schon auf. Es geht los, merkt ihr das? Es geht los. Wenn ihr wüsstet. Geht schon los. Wenn ihr wüsstet. Ich sitze hier bald nur noch, dann sitze ich da, so. Darf nichts mehr sagen. Nee, ehrlich nicht. Haltet mal im Leute, Auge und schreibt mir dann mal nein. runter in die Kommentare nach dem 21.06., ob der Rob sich verändert hat. Ja, mit dem wir das gequatschen. Ja, klar. Okay. Gucken wir mal, das Ding mal hier, die Adresse einmal hier weg, genau, zack, sonst haben wir hinterher zu viel Post. Alles klar. Bella, Du kannst jetzt anfangen. ich kann jetzt Du anfangen. kannst jetzt auch mal anfangen. Alles klar. Nee, das. Das ist für die Hochzeit, das geht euch nichts an. Das ist für mich. Alles klar, so, machen wir weiter mit, ich muss jetzt selber, genau, alles klar. Also, das ist ganz großartig. Ich habe das mal gehabt vor einiger Zeit vom Actionmarkt. Genau, da haben die Dinger, ich glaube 3 Euro gekostet. Und ich weiß nicht mehr, wo die, irgendwo sind die abhandengekommen. Bei irgendeinem Umzug sind die, glaube ich, danach weg gewesen. Das Schöne daran ist, du hast hier Controller, eine Controller-Halterung, ja, ist doch cool. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Ne? Seht ihr jetzt hier nochmal auf dem Foto. Das Geile an diesen Dingern, also ihr seht, ich habe jetzt hier einmal gelb, ich habe jetzt hier einmal, komm, ich lasse ihn drin. Ne? Der ist einmal blau, alles klar. Und der ist einmal gelb. So, du hast hier, ich komme wieder näher. Pass auf. Du hast hier einmal schön gebuffert. Ja, warte, ich muss mit dem Licht gucken, genau hier. Da ist schön gebuffert, dass nichts verkratzen kann. Dann hast du hier Moosgummi, auch das nichts verkratzen kann. Dann hast du auf der Rückseite einen wunderbaren Ständer. Moment, ich muss eben selber gucken, wie man den. Den hier unten. Einen wunderbaren Ständer. So, den kannst du hier ausklappen und dann kannst du dieses ganze Moped, kann man das hier sehen? Zack, dann kann man dieses ganze Moped auch hier irgendwie so hinstellen.
Und wer sich jetzt immer noch fragt, ja, das ist alles toll, aber was ist denn das? Ja, seid ihr. Den kannst du hier auseinanderziehen. So, der funktioniert hier innen drin in einem Federsystem. Und was macht man damit? Ganz genau. Alle Leute, viele, spielen ja mal Handy-Games. Das ist richtig. Nimmst dein Handy, kannst das hier einlegen. Zack. Mal gucken. So. Und dann, also jeder kennt das, wenn du mit dem Handy spielen möchtest, dann ist das immer so ein Ding. Ne? Wenn du dein Telefon immer hier so in der Hand hast, das ist echt immer so, geht mir voll auf die Nüsse. Und da habe ich mich daran erinnert, dass der Junge und ich mal diesen schönen Halter hatten. Und da habe ich mir gedacht, den holst du jetzt mal wieder und guckst bei Temu. So, die haben auch nichts gekostet. Schön finde ich auch mit der Farbe. Schön ist das halt wirklich das Telefon. Super daran geschützt ist, dass nichts zerkratzen kann. Und du hast hier wieder was in der Hand und kannst hier richtig schön Brawl Stars gamen oder wie auch immer. Große Klasse, finde ich wirklich fantastisch. Finde ich super. Für dich habe ich keinen gekauft, weil Ich brauche auch keinen. du brauchst ja keinen. So, und hier kann man nochmal sehen, den kannst du halt auch so schön hinstellen. Auch im Büro, und dann ist der leicht angestrichen. Das bedeutet, du könntest das Ding auch einfach als Handyständer benutzen. Also whatever. Fakt ist, das ist wirklich super. Und wer das noch nicht hatte, jeder, der mal gerne ein bisschen Handy-Games spielt, das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, weil du wirklich glaubst, du hast einen Controller in der Hand. Und das macht alles viel mehr Spaß. Und der Robin kann sich selbstverständlich, holst du mein Telefon nochmal raus? Der Robin kann sich selbstverständlich die Farbe aussuchen. Deswegen habe ich einmal gelb genommen, einmal blau genommen. Es gibt aber auch noch weitere Farben auf der Homepage. Die blenden wir euch jetzt hier nochmal ein. Da könnt ihr euch die schönste aussuchen. Und nochmal, jeder, der Handygames spielt, dieses Ding ist ein absolutes Muss. Ohne Quatsch. Das ist wirklich mega. Alles klar. Weiter geht's. Ich schieb weiter an, Robin. Das sieht alles für mich so. Das ist, das ist Robs Großbestellung. Ist richtig. So. Das hier ist auch wieder super. Und zwar ist das fürs Auto. Wir haben ja schon mehrere Kfz-Halterungen vorgestellt. Unter anderem auch im Summer Special. Wer das Video nicht gesehen hat, wie gesagt, der geht da nochmal rein. Viele geile Produkte fürs Auto. Tablet-Halterung, Handy-Halterung. Bestellen wir immer mal wieder, weil wir immer mal wieder gucken, was es Neues gibt. Hier haben wir jetzt dieses Moped. Ich komme auch mal wieder etwas näher. Zack. So, hier haben wir dieses Moped. Das habe ich einmal für Bella bestellt und einmal für mich bestellt. Ihr seht, das hat eine gewisse Größe. Das hier ist wieder alles Silikon, was großartig ist. Und hier an der Seite gibt es einen kleinen, guck mal nach der Kamera, genau hier. Da kann man praktisch das Ladekabel einführen. Hier unten befindet sich dann ein kleiner Aufkleber und ihr könnt dieses Ding bei euch im Auto ranbatschen. Und dann habt ihr einen, so, genau, ich wollte gerade sagen, wie funktioniert denn das? Weil, dann habt ihr einen Handyhalter. Ihr könnt also euer Handy da einspannen. Und zwar folgendermaßen, ist klar. Einmal hier, zack, bum, bang. Und dann steht das in diesem, guck mal. Ach, vorne. Genau, dann steht das da super. Und da das Ding hier aus Silikon ist und auch hier hinten, verwackelt das nicht und verrutscht das nicht. Und ganz cool ist, wenn du das jetzt bei dir im Auto, und ihr habt natürlich die Möglichkeit, das einmal bei euch so am Auto anzukleben, aufs Armaturenbrett oder wie auch immer, da kriegst du so Magnet-Metallplatten. Du könntest also auch hier eine Metallplatte dran kleben und am Auto ein Magnet. Und dann könntest du das ganze Ding auch wieder so wegnehmen, wer das also nicht dauerhaft haben möchte. Schön ist aber auch, hier, Achtung, Ruhe. Genau. Habt ihr gehört? Die Platte, also dieses ganze Ding, lässt sich auch drehen und an diesen Zahnrädern hört ihr, das haut dann auch nicht ab. Du kannst es also zum Beifahrer und zum Fahrer drehen. Du kannst dieses Ding logischerweise einmal benutzen für Google Maps, also als Navi, aber auch für die Kinder, dass die vielleicht ein Filmchen gucken können oder für den Beifahrer. Großes Kino und deswegen habe ich das Ding, wie gesagt, zweimal bestellt. Eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich der Meinung, hatte ich einen in schwarz bestellt und einen in rot. Was bedeutet, diese Nuppis hier gibt es auch in rot. Bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich mich vertue und gedacht habe, ach komm, rot will ich nicht haben, rot will Bella bestimmt auch nicht haben, aber es gibt die auch in rot. Wer das also möchte, kann das gerne machen. Wobei jetzt, wo ich mit euch darüber rede, glaube ich, fällt mir ein, habe ich gedacht, nee, rot brauchst du nicht haben, schwarz ist da schon cooler. Richtig. Also, auf jeden Fall großes Kino. Achso, für alle, die jetzt sagen, kommt, macht doch einmal Display an. Ich gehe einmal ganz kurz hier auf den Hauptbildschirm. Und dann seht ihr, so, du kannst also auch alles wunderbar erkennen. Richtig? So, und ich finde natürlich super. Und wie gesagt, vor allem finde ich super, das funktioniert hier nicht wegen dem Widerstand, dass du das Ding halt hier auch drehen kannst. Und das ist spektakulär, oder? Mhm. So, und dann haben wir, wie gesagt, jetzt einen neuen Handyhalter, den wir ausprobieren können. Und das finde ich super. Ja, an solchen Sachen habe ich Spaß. Und hat wieder mal auch nichts gekostet. Ja. Aber cool. Oder? Ja. Ja. Ich Finde ich also nicht schlecht. Ja, das ist auch. Ich habe keine Ahnung. Das ist für unsere Brillen unter anderem von Firmo. Wer nicht weiß, was Firmo ist, firmo.de, mit denen haben wir zusammengearbeitet, beziehungsweise tun wir immer noch bis 30.06. Freunde, bekommt ihr bei firmo.de auf jede Brille, die ihr bestellt,
Mit unserem wunderbaren Gutscheincode 50% Rabatt aufs Gestell und 40% Rabatt auf die Gläser. No joke. Bis zu meinem Geburtstag, 30.06. habe ich extra für euch rausgeboxt. Deswegen, checkt das Video nochmal ab. Wir haben 2 gemacht. Eins von mir, Kooperation, eins mit Bella, weil wir so begeistert davon sind. Wir haben so viele Brillen da mittlerweile bestellt. Bis 30.06. könnt ihr da noch, wie gesagt, Sonnenbrillen, Gleitsichtbrillen, normale Brillen, abgedunkelte Gläser ohne vertont. Wirklich super mega geil. Die Brillen, die Bella und ich in den Videos anhatten, die ihr mal gesehen habt, die sind alle von da. Die Gläser qualitätsmäßig, Bombe. Und fast jede Brille erreicht nicht mal 50 Euro, glaube ich. Ne? Also das günstigste Angebot gerade bei Fielmann ist 49 Euro. Darunter gibt es nichts mehr. Und hier kannst du Brillen, wir haben Mutti eine Lesebrille gekauft für 7 Euro. Also ich möchte es nochmal erwähnen, wer auf das ein oder andere Video nicht draufgegangen ist, weil die meisten Werbevideos nicht gern gesehen werden, ist richtig, ich möchte hier nochmal kurz erinnern, es ist für euch. Ihr kriegt 90% auf die Brille bis 30.06. Haut rein, guckt euch das an, geht auf firmo.de und ihr freut euch daran und schreibt mir hier in diesem Video unten in die Kommentare, ob ihr jetzt endlich auf firmo.de gegangen seid und froh seid, dass ihr da eure neue Lieblingsbrille gefunden habt. Richtig. Woohoo! Und damit der dann nichts mehr passiert, der Brille, habe ich hier wunderbar für die Kamera. Ich bin ein Schlauprinz, bin ich. Richtig. Habe ich, was machen wir jetzt? Genau, transparent gekauft. Super. Nee, komm mal hier ein bisschen näher. So, Doch, guck mal, sieht man aber. für die Kamera habe ich transparent gekauft, damit ihr das richtig gut erkennen könnt. So, auch hier bin ich der Meinung, haben wir hier hinten wieder, genau, da ist ein kleiner Film drauf, um das ein bisschen zu schützen. Aha. Und wir holen euch mal eben, du hältst es mal eben, ich hole mal nämlich jetzt eben meine Brille von Firmo, Also, die ich ist damals bekommen habe. Echt? Ja, ist stabil. Und dieses Ding kannst du dann zum einen natürlich kleben. Das heißt, ihr könnt das einmal, kann man hier sehen, ne? Genau, ihr könnt das dann einmal hier so an die Wand kleben. Oder an den Schrank kleben oder wie auch immer. Ihr könnt eure Brille schön hier einstellen. So, du hast dann hier vorne, da fasst die sich schön ein. Das heißt, hier vorne gehen die Gläser rein. Sieht man, ne? Hier ist dieser kleine Steg. Und hinten geht der Bügel rein. Du hast sie also perfekt da drin stehen. Und dann, ja, kannst du die schön an die Wand batschen. Ich blende euch jetzt hier nochmal ein Bild ein von der Homepage. Du kriegst diese Dinger nicht nur in transparent, sondern du kriegst die auch, ich glaube, in weiß, in beige und in grau. Mega. Also ich habe gedacht, transparent genommen. Ich nehme erstmal transparent, weil transparent zeigt auch die ganze Brille. Wenn ich jetzt weiß oder so weiter, ist selbsterklärend, dann verschwindet ein bisschen was von der Brille. Darum habe ich mich für transparent entschieden. Fakt ist, wenn du das so schön an der Wand hast oder wie auch immer und du hast so mehrere untereinander, weil Bella zum Beispiel hat mittlerweile auch, ich habe keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Brillen. Ich habe ein paar Brillen. Da habe ich gedacht, wir machen uns so eine schöne Wand, da können die alle unten drunter. Die stehen da schön, man kann die sich schön angucken. Das gleiche gilt natürlich für die Sonnenbrillen. Und dieses Ding hier hat nichts gekostet. Wenn ich mich richtig erinnere, lag das so bei, ich glaube 84, 74 Cent. Ihr wisst, die Preise bei Temu unterscheiden sich immer nach Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Da geht es immer mal ein paar Cent hoch, ein paar Cent runter. Fakt ist, für das Geld mega. Batschte die an der Wand. Die Brille ist geschützt, beziehungsweise du kannst dich an deiner Sammlung erfreuen. Was ist das? Das ist der Klebestreifen. Entschuldigung. Ach so. Also das ist der Klebestreifen. Entschuldigung. Also ihr kriegt hier so ein, wo ist das Licht? Da. Ihr kriegt hier so einen Klebestreifen mit dabei. Den kannst du dann selbstverständlich hier hinten dran machen und dann kannst du dir das Teil direkt ankleben. Wer das nicht möchte, es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, sich selbst hier ein Löchchen reinzubohren, aber ich meine, ich habe auch gesehen, dass du eine Version kriegst, die zum Anschrauben ist. Sollte ich mich da vertan haben, nehmt euch einfach nur einen Holzbohrer, vorsichtig einmal hier rechts, links rein, könnt ihr das Ding auch irgendwo anschrauben, ist ja aber nicht nötig. Diese ganzen Kleber von den ganzen Plattformen und auch dieses Nanoband, was wir schon vorgestellt haben und auch beim Actionmarkt ganz oft, die halten bombastisch. Ja, also das ist der beste Kleber, den ich jemals erlebt habe und trotzdem, je nachdem, wo drauf du das klebst, kriegst du das vorsichtig sogar wieder runter. Halten tut das aber bombastisch. Ja. Also in diesem Sinne, wer eine schöne Brille hat und diese gerne schützen möchte, finde ich dieses Ding großartig. Und allein, wenn man halt sich so eine Sammlung aufgebaut hat, ist das natürlich auch schön, wenn man so eine kleine Wand im Schlafzimmer oder wo auch immer hat, wo man seine ganzen Brillen dann schön hat, nicht wahr? Das ist ja praktisch wie eine Fotowand aus Brillen. Ich finde es mega. Ich hol mal raus, Robby packt aus. Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ehrlich. Das habe ich gekriegt, ich glaube für 3 Euro. Ist richtig. Wenn ihr bei Temu mal geguckt habt und ihr bestellt da so viel wie wir, ist richtig. Wobei eigentlich sagt Quatsch. Wir wissen alle, dass Temu eine riesen Marketing-Werbeaktion startet und uns immer vorgaukeln will, dass wir Temus beste Freunde sind, was nicht schlimm ist. Aber oft profitiert er davon. Weil, wenn ihr mal nur so Kleinigkeiten bestellt oder sagt, weißt du was, für den einen oder anderen Freund bestelle ich das nochmal eben ganz kurz mit und du knallst den Warenkorb nicht so voll, dann wird nochmal angezeigt, du kannst den Warenkorb noch ein bisschen erweitern und dann kriegst du Sachen, die normalerweise viel teurer sind. Darunter war auch dieser Pullover. Für mich! Denn dieser Pullover, ich bin mir ziemlich sicher,
Also entweder waren es jetzt 3 Euro oder 8 Euro. Ich meine, das ist schon ein Unterschied, aber normalerweise liegen diese Pullis bei knapp 30 Euro. Auch mal gucken. Ich bin mir aber, ich gucke für euch jetzt einmal live nach, also ohne Quatsch. Ich will jetzt einmal ganz, weil ich will euch nämlich keinen Quatsch erzählen. Ihr wisst aber, was ich meine und du weißt auch, was ich meine. Ne? Du packst manchmal was in den Warenkorb rein und da habe ich auch eine ganz wichtige Info für euch. Bisher war es bei Temu immer so, dass du 10 Euro Mindesteinkauf hattest. Weil Deutschland gerade richtig Palaver macht mit den ganzen Chinesen, die ganzen Pakete, die ankommen, haben sie die erste Schlacht gewonnen. Deswegen hat Temu den Mindesteinkaufsbestellwert auf 25 Euro hochsetzen müssen, damit es nicht mehr so eine Massenflut an Paketen gibt. Ja, also die Info für euch. Wenn ihr jetzt was bestellt, könnt ihr nicht mehr für unter 10 Euro. Ihr müsst mittlerweile 25 Euro mindestens im Warenkorb reinpacken, um die Bestellung abgeben zu können. Nichtsdestotrotz, seid ihr bei Temu drin, wie gesagt, und ihr seid mit einem fertig, dann kennt ihr das ja, ne? Möchtest du nicht noch das oder das oder das oder das oder das mitnehmen? Und dann müsst ihr manchmal auf die Preise gucken. Weil ich zum Beispiel, genau, bin ja ein dummer Fuchs. Ich habe so viele Preise mittlerweile schon dauerhaft im Kopf oder ich weiß immer, der tendiert zwischen und. Bei diesen Pullovern, wie gesagt, liegst du meistens immer so 18 Euro, 25 Euro, je nachdem. Bei mir wurde aber angezeigt, dass wenn ich diesen Pullover jetzt nehme, und das ist wohl nur noch der, ich weiß nicht mehr, einer der letzten gewesen, dann habe ich für diesen Pullover, wir sind nämlich jetzt hier drin, so, dieser Pullover kostet normalerweise, okay, dieser Pullover kostet normalerweise 11,58 Euro. So, Ich hab's gefunden. Und genau, der Robby weiß nicht viel, aber das weiß er. So, da, seht ihr das? Ich habe nur 3,59 Euro für diesen Pullover bezahlt. 3,59 Euro. Und da müsst ihr wirklich mal gucken. Und jetzt haben wir nämlich hier auch, wie ihr sehen könnt, zack, da haben wir hier das Brillenmoped. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? 87 Cent. Also ist ja nix, richtig? Nichtsdestotrotz, also der Pulle, 3,59 Euro, Freunde. Statt regulärem Preis, was jetzt natürlich auch kein Geld ist, 11 Euro ist auch schon sehr günstig. Der ist doch wohl fantastisch wunderschön. Oder? Der ist doch wohl fantastisch wunderschön. Ja, ich sagte ja gerade, die Größen waren, ich glaube, die Größen waren vergriffen. Gut, S kann nichts mit anfangen, M auch nicht, L wird schwierig, XL ist dann schon angenehmer. So, den habe ich jetzt richtig, auch in XXL. In diesem Fall machen wir eine kurze Verwandlung. Ich ziehe den Pulli mal an. So, guck dir das an. Das ist ja wohl der Knaller, oder? Und das ist das, was ich immer sage. Und jetzt guckt mal genau hin. Klar habe ich den Pullover von gerade nach unten drunter. Nichtsdestotrotz, seht ihr das? Seht ihr das? Das ist richtig. Das habe ich auch nie gewusst. Also ich habe immer gedacht, wenn du jetzt so viele Größen über deiner normalen Größe nimmst, und die einen oder anderen von euch werden wissen, so ein bisschen Oversize ist ja sowieso die letzten Jahre sehr modern. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis es bei mir angekommen ist, weil Fakt ist, wenn du irgendwas tust, wo du jetzt nicht so aussehen willst wie Brad Pitt, da ist dieses etwas größer echt bequem. Und guck mal, der Pullover, das ist einfach eine schöne Nummer. Für zu Hause bequem oder irgendwie, oder wenn du mal einkaufen gehst oder mit Kindern am Spielplatz und ein bisschen im Herbst kühler ist der große Klasse. Aber der ist trotzdem von den Armen, der ist nicht zu lang. Das ist einfach alles schön. Und auch hier unten geht der neben mir nicht bis zu den Knie. Das heißt, ich habe hier eine Menge Spaß dran. Dazu kommt wieder, dass der Print, da muss man nichts zu sagen, der Print ist auch wieder wunderschön. Der ist super mega drauf. Und es wird übrigens auch nochmal ein Video geben, habe ich mir überlegt, genau. Da zeigen wir euch nämlich nochmal vom ganzen letzten Jahr, einschließlich bis jetzt, die Highlights aller Produkte, die wir gekauft haben und der Haltbarkeit. Richtig, da könnt ihr also auch schon gespannt sein, denn für die einen oder anderen, richtig, bösen Zungen, die behaupten, das ist alles nur Scheiße, wenn ich das bei Amazon kaufe, ist das viel besser. Ja, bei Amazon ist das genau das gleiche, richtig, du hast recht, zahlst du den 5- oder 6-fachen Preis, kein Problem, mach weiter so. Fakt ist, die ganzen Sachen, die wir gekauft haben, werden wir dann mal unter die Lupe nehmen. Ob das die Dusche ist, die Handbrause, die Klamotten, die Hosen, das Spielzeug, das Gedöne, das ganze Rambazamba, alles, was wir so in den letzten 400 Tagen und Monaten gekauft haben, ganz genau, werden wir dann mal unter die Lupe nehmen und euch dann einmal präsentieren und euch mitteilen und sagen können, hopp, flop oder top. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das meiste ist übertop. Also übertop. Also freut euch schon mal auf den Übertop. Ja, ist richtig. Also, ich finde ihn großartig. Gibt's nichts zu sagen. So, weiter geht's. Ihr wisst ja, ich muss das immer einmal erwähnt haben, weil ich das echt toll finde, ne? Und es gibt ja auch immer neue Zuschauer, die haben noch nie gehört, wenn der Rob ein bisschen ausrastet. Das ist richtig. Oder begeistert ist. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Manchmal raste ich aus, manchmal bin ich begeistert. So, Freunde. Kann manchmal auch dasselbe sein. Und weil ich das Ding abgestaubt habe, hier für 3,59 Euro, habe ich mir natürlich direkt gedacht, den hast du jetzt im Warenkorb, gehst du nochmal zurück. Habe ich auch gemacht. Und habe mir gedacht, da brauchst du natürlich auch eine Buchse für. Das ist richtig. Deswegen habe ich mir auch noch die Buchse hier gekrallt. Ja. Und die sportliche, gemütliche Buchse hat hier schon direkt einen schönen Gummizug. Keine Sorge, das Ding hier ist nicht 3xL, da habe ich nicht übertrieben. Das ist eine normale XL. Die muss ich aber auch haben, weil normalerweise bin ich
M bis L, habt ihr ja gesehen. Ich bin ein normaler Mann, aber ich habe keinen Bauch oder sonst irgendwas. M bis L. Aber bei so einer Hose willst du ja ein bisschen, ne, die soll ja auch ein bisschen locker luftig, ist locker luftig. Ich blende euch jetzt hier nochmal ein Bild ein, weil das ist schwarz, das kann man hier schlecht sehen. Richtig, hier seht ihr nochmal diese Seitentasche, die ich euch jetzt hier auch nochmal zeige. Das Ding ist so ein bisschen als Cargo gemacht, aber wie gesagt, deswegen habe ich euch gerade das Bild eingeblendet. Du kannst das kaum sehen, ne? Selbst wenn ich ein bisschen näher komme. So, genau, ja, jetzt hier geht es wunderbar, alles klar. Also es ist ein Cargo-Täschchen, da ist nichts, also das klappt hier nur so runter, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit hier was zu verstauen, reinzupacken, wie auch immer. Diese Cargo-Tasche habt ihr auf beiden Seiten. Zack, ist nur ein bisschen schwer jetzt, weil, genau, da ist noch dieser Knick drin. So, wunderbar. Das ganze Ding ist natürlich aus dem gleichen Material wie auch der Pullover. Das bedeutet, wir sprechen hier von 100% Polyester. Zack, zack. Für mal eben so, für mal schnell drüber und für, keine Ahnung, einen Tag mal tragen. Finde ich das großartig als Duett. Danach muss das wahrscheinlich in die Wäsche. Ist richtig, weil wir die einen oder anderen wissen. Polyester hält dich im Herbst und auch im Winter mollig warm. Geht aber auch warm. Also schwitzen ein bisschen, das bedeutet, da trägt man nicht 2 Tage. Da trägt man mal einen Tag wunderbar und danach geht das in die Wäsche. Und dafür ist es super. Mein neues schwarzes Kampfoutfitchen. Oh, grün. Da bin ich immer vorsichtig. Grün ist immer so eine Sache. Grün ist der zweite Rot. Ich liebe Grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Die Schmetterlinge sind auch immer meist grün. Welche ist die Lieblingsfarbe von Rob? Los, runter in die Kommentare. Die Schlauen von euch werden wissen. Bellas ist grün. Was ist Robs Lieblingsfarbe? Welche Farben mag der Rob besonders? Ich bin gespannt. Alles klar. Ja, ich will mal, Lieblingsfarben schon mal erwähnt. ja, in jedem Video fast, richtig? Ja, nur wahre Männer können tragen. Richtig. Ich möchte gerne von euch wissen, was ich da gesagt habe. So, wunderbar, alles klar. Folgendermaßen, wir haben jede Nintendo-Konsole, die es überhaupt nur gibt. Selbstverständlich haben wir auch die Switch. Also hat der Rob jetzt mit dem Bella direkt hier für Mario Kart auch die Version gekauft. Die Lenkräder sind ein bisschen kleiner als die wir vorher hatten. Liegt aber daran, damals die Fernbedienung war so lang, deswegen hast du fast so ein Lenkrad gehabt. Ist ja jetzt gar nicht mehr notwendig, finde ich auch nicht schlimm. Hier kommt also der Nunchuk rein. Die Dinger funktionieren hervorragend, habe ich auf der Seite schon gelesen. Die Leute sind da alle sehr begeistert. Und auch hier hinten hast du dann 2 Hebel. Da kann man sehen, genau, zack, da hast du 2 Hebel, die natürlich dann hier in den Nunchuk oben in den rechts-links reingreifen. Und ansonsten kommst du ja hier überall dran. Das Ganze sieht so aus. So, ich habe jetzt hier mal so einen Nunchuk gekauft. Ihr seht das schon, plus, plus, minus, minus. Ja, ist da angegeben, wobei ist auch selbst erklären. Dann wird das Ding hier einfach eingeführt. So, hier gucken. So, zack, habt ihr gehört? Ist super, oder? Also wenn irgendwas federtechnisch direkt funktioniert, ist das einfach nur bombastisch. So, jetzt habt ihr hier eure Gedöne drin. Ihr könnt hier wunderbar spielen. Hier hinten hast du, wie gesagt, die beiden Drücker, die dann da, ne, da, genau, reagieren. Und ihr seht schon, da drin ist es jetzt auch am Blinken. Das funktioniert also alles. Wunderbar. Cool. Und jetzt kannst du halt bei Mario, und hier ist auch schön, das sieht man auch wieder, ne? Genau. Du hast hier, genau wie ich euch eben schon sagte, einfach ein logischerweise viel schöneres Gefühl, wenn du hier was im Handballen hast, ne? Und dann kannst du das Ding hier wunderbar festhalten. Und jetzt kannst du hier, und jetzt seht ihr schon, guck mal, wenn ich das jetzt in der Hand habe, ich bin erwachsen. Hier kommst du super dran. Hier kannst du wunderbar lenken und fahren. Also der Rob hat schon wieder jede Menge Spaß. Also auch für die Erwachsenen, die jetzt denken, also mit dem kleinen Rad, was willst du damit? Guck mal, du kommst hier wirklich, also das ist echt bequem. Ich weiß, dass es manche Mini-China-Konsolen gibt, da denkt man so, wohin mit dem Finger? Aber du kommst hier überall wunderbar dran. Du kommst hier super dran. Du kannst hier super lenken und steuern und alles andere ist dann natürlich mit der Bewegung zu machen. Ich finde super, dass wir die jetzt haben. Ich habe extra erstmal nur 2 bestellt, weil ich tatsächlich auch erstmal gucken wollte. Ist richtig, auch ich bin immer noch als alter Timo-Profi mit Bella vorsichtig, deswegen bestellen wir manche Sachen nicht direkt so oft, wie wir sie brauchen. Die kriegst du auch in schwarz und die kriegst du auch in blau und rot. Wegen der allerersten Version, da war ja ein Nunchuk blau, einer war rot, deswegen kriegst du die auch einmal blau-rot. 2 in weiß oder 2 in schwarz. Gemixt, glaube ich, habe ich bisher nicht gesehen, außer diese rote und blaue Version. Ich bestelle jetzt nochmal, da quatschen wir nochmal, ob wir nochmal einen roten und blauen bestellen oder nochmal 2 schwarze. Fakt ist, 4 muss ja wenigstens haben, damit du richtig Vollgas geben kannst. Ich finde es bombastisch. Hast du auch mal in der Hand gehabt? Also noch nicht in der Hand. Ist wirklich super. Oh ja. Oder? Also Ja. auch mit erwachsenen Händen. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen größer. Bella vielleicht minimal kleiner, aber Fakt Aber ist, ist schon, doch, ist cool. auch für Erwachsene kommst du überall super dran. Ich komme Ne? überall Und man- super dran. Ganz wichtig, was ihr gerade sagt, du kriegst hier nicht diesen Daumen, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wo du hin mit dem Daumen sollst und die Kapsel macht sich langsam bemerkbar. Kannst du einfach tragen. Kannst du einfach tragen, selbstverständlich. Also ist wirklich schön. Also in diesem Sinne, hat auch nichts gekostet. Nee, ist cool. Mega. Da ist das neue Super Mario schon herzlich willkommen bei uns im Hause. So, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bin immer so traurig, wenn es fast vorbei ist.
Darf ich nochmal? Ja. Weißt du, was es ist? Nein. Ich auch nicht. Okay. Aber hab Reiß ich- auf. Hab ich Komm nicht. schon. Ich bin nicht mehr so Komm schon, reiß auf. Okay, ja klar. Auto, richtig. Es ist wieder kurz davor, dass wir uns aufmachen ins wunderschöne Land Kroatien. Deswegen hat der Rob wieder was Neues besorgt. Ihr habt schon gesehen, die Getränkehalter Version 1, Version 2. Ihr habt die Handyhalterung gesehen in allen verschiedenen Varianten und Versionen. Und wer dann immer noch der Meinung war, das reicht nicht, richtig, der Meinung war ich auch. Und zwar, die Getränkehalter, die ich euch jetzt hier nochmal einblende, richtig, die passen bei uns vorne im Auto hervorragend. Hinten im Auto, wir fahren ja meistens mit meinem Minivan, mit meinem Familienvan und der Robin hat dann hinten so Jalousien. Was bedeutet, wenn du den Getränkehalter bei ihm einsteckst, dann fährt er durch das ganze Fenster, wo halt dieses Rollo eingespannt wird, weil der keinen Begrenzer irgendwo hat, wo du den einklemmen kannst. Habe ich gedacht, ist ja scheiße, weil ursprünglich haben wir ja gerade für Robin hinten diesen Getränkendosenhalter mit dem Adapter geholt, damit er einfach dann während der Fahrt auch einfach an sein Trinken rankommt, so wie wir auch vorne. Denn wir haben ja einmal vorne, wie gesagt, die Getränkehalter, aber ich wollte für uns da auch nochmal welche haben, weil ist einfach schön. Fakt ist, hat beim Robin nicht geklappt und deswegen habe ich die jetzt gefunden. Und das ist auch wieder großartig, denn hier seht ihr einmal lange Version, kurze Version. Hier seht ihr diesen Nuppi, ich komme auch nochmal wieder näher, hier seht ihr diesen Nuppi und da könnt ihr jeweils den Adapter, den ihr haben möchtet, da einstecken, so wie ihr den braucht. Und dann hast du hier viele Möglichkeiten, dieses Ding, siehst du das? So, das kannst du jetzt hier, ne, da habe ich das eingeschoben, zack, von unten nach oben eingeschoben, so. Und jetzt sitzt der Junge hier. Und da ist die Kopfstütze von der Bella. Oder von mir, je nachdem, wo das Kind sitzt. Und dann kannst du mit dem Abstand, nämlich mit diesem Abstand, je nachdem, wie dick der Wagen gepolstert ist, die Rückseite, den kurzen oder den langen nehmen, damit das Ding hier an der Kopfstütze vernünftig hier runterhängt. Und dann hast du nicht nur Platz, hier die Dose oder das Getränk einzustellen. Nein, du hast auch noch hier rechts und links einen kleinen Haken, da kannst du was dranhängen. Da kann der Junge was, hier kannst du was dranhängen, du kannst eine Mülltüte dran, kannst alles mögliche. Also du kannst dich an dem Ding so austoben. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal Bilder ein von den verschiedenen Varianten. Fakt ist, das fand ich großartig, gerade, oder? Gerade, dass du, Entschuldigung, gerade, dass du halt diesen Doppeladapter hast. Weil ich ja auch in allen Videos vorher schon immer gesagt habe, ja, da fehlt hier ein Zentimeter, da fehlt da ein Zentimeter. Und hier muss ich sagen, da hat echt einer mitgedacht und liegt halt direkt 2 mit dabei. Weil manche von euch haben ja auch hinten am Auto, sag ich mal, diese Spielmatte, richtig? Die hast du dann auch da an den Kopfstützen dran, wo das Kind das ganze Spielzeug machen kann. Hast du das jetzt, brauchst du auch schon wieder einen größeren Abstand. Nichtsdestotrotz kannst du das Ding dann da trotzdem noch drüber laufen lassen und das Ding kann nicht mehr abhauen. Also klar kann das ein bisschen hier machen, aber der bleibt ja da in der Kopfstütze, wo er hingehört. Wie gesagt, da kann ein Tütchen dran, da kann ein Rucksack dran gehangen werden, hier kann was dran gehangen werden oder ein anderes Spielzeug, finde ich bombastisch. Und weil ich davon so begeistert war, richtig, habe ich in dem Fall auch direkt 2 davon gekauft. Entschuldigung fürs Knistern, weil ich mir hier sicher war, nicht nur wegen dem Preis, sondern das Ding funktioniert einfach und sollten wir 2 nicht brauchen, verschenken wir davon nochmal einen, aber da gucken wir erstmal. Fakt ist, Auch wir brauchen schon 2. finde ich mega. Ja, weil hinten sitzen meistens 2 Kinder. Genau, wir nehmen immer noch ein anderes Kind mit, der eine ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Fakt ist, der soll das ja auch haben. So, Ja, ist cool. Oder? Probieren wir aus. Ja. Probieren wir mal aus. also, Ast rein. Preise und so weiter, wie gesagt, habt ihr überall gesehen. Habe ich hier irgendwo vergessen, verlinke ich es euch nochmal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich alle Produkte. Einmal von Temu und selbstverständlich für die, die bei Amazon bestellen wollen, weil sie nicht auf die Lieferzeit oder whatever warten möchten. Alles einmal verlinkt zu Amazon und oder eBay. Je nachdem. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht zu sehen, was die liebe Bella uns alles Neues, Schönes an Klamotten geholt hat. Denkt an die Schuhe. Der schönste Kommentar erhält dieses Paar. In der Videobeschreibung steht nochmal die exakte Größe. Hier, wie gesagt, stand jetzt eine 39 drauf. Ob das wirklich eine 39 ist, checken wir nochmal ab. Denkt an meinen Tipp, dass ihr, wenn ihr eine Bestellung aufgegeben habt, nochmal kurz. Ich weiß, wir blättern dann immer weiter, weil wir nicht in diesen Rausch verfallen wollen, immer mehr zu kaufen. Aber es lohnt sich doch noch einmal ganz kurz in diese Liste reinzugucken, weil vielleicht ist da das eine oder andere, was ihr auch in der Beobachtungs- oder schon im Warenkorb habt, was ihr euch holen wolltet, was gerade wegen dieser Abschussbestellung stark reduziert ist. Weil nochmal, 3,59 brauchen wir nicht drüber reden. Die Schuhe und so weiter, auch das Hemdchen, alles wunderbar, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Bikinis, Labarababa, sehen wir alles in den neuen Videos.
Denkt dran, nochmal würdig das Video fimo.de abzuchecken. Bis 30.06. Bekommt ihr da diesen vollen Rabatt. Kein Quatsch, hat Bella euch auch alles schon in einem anderen Video, ein extra Video gezeigt, hat, wirklich von der Rechnung abgezogen wird. 90% Rabatt. Freunde, egal ob Sonnenbrille, Gleitsichtbrille oder wie auch immer, mit Sehstärke, starke Seh, ihr spart wahnsinnig viel Geld. Und wir haben nichts mehr davon. Also bei uns ist das Ding durch. Nur mal ganz kurz zu erwähnen. Also wenn ihr denkt, hier, guck mal, der quatscht uns die ganze Zeit mit seinen Brillen vor. Ich habe da nichts mehr von. Ich habe meine Brille gekriegt, Bella hat ihre Brille gekriegt, wir haben unsere Brille gekriegt. Ich mache das nur noch zum Gefallen, weil ich mit denen rausgeboxt habe, dass wir nicht nur so einen Rabattcode von einem Monat kriegen, wie alle anderen das haben. Nein, Robby hat für euch ein halbes Jahr rausgeholt. Genau, weil das geht ja schon seit Dezember. Ganz genau. Und deswegen erwähne ich immer mal wieder gerne und zum ersten Mal aber in einem Temo-Video, weil da weiß ich, da gucken die meisten zu. Wir wollen euch nur was Gutes tun. Nutzt das Angebot aus. Bis 30.06. wie gesagt, kriegt ihr krasse Rabatte und da sind mega geile Gestelle und Brillen. Und die sind einfach mega. Also wie gesagt, wir lieben diese Brillen. Alle haben sie schon gekauft, jeder hat den Rabattcode ausgenutzt und jetzt wollen wir, dass ihr auch was davon habt. Weil ich habe was davon, Bella hat was davon. Wenn ihr was davon habt, dann könnt ihr uns unten in die Kommentare schreiben, Danke sagen, da freuen wir uns, das geht an unser Herz. Geld sehen wir dafür nicht mehr. Das tue ich wirklich alles nur für euch. Deswegen erinnert euch daran. Den ganzen anderen Quatsch lassen wir jetzt da liegen, weil der Tisch hat keinen Platz mehr. Alles ist rappelvoll. Ist richtig. Wer Fragen zu irgendeinem der Produkte habt, da wisst ihr, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt uns an. Wer in der Kommentarfunktion keine Frage stellen will, Robby testet ebenfalls in der Videobeschreibung die E-Mail-Adresse überall verlinkt. Können wir uns auch direkt anschreiben, anonym, ohne dass das einer sieht, sage ich jetzt mal. Ich liebe meinen Kirmesjungen. Kirmesjung? Ja. Der kann quatschen wie ein Wasserfall, das ist richtig. Was willst du machen? Ne? Aber ich wollte halt so schnell wie möglich alle Informationen auch nicht bringen. Manche YouTuber schneiden das dann alle. Kennt ihr die schneiden das alle? Da hört sich das an, als wenn der redet. Ich schaff das ohne Schneiden, wenn ich das will. Ich schaff das ohne, ich muss das nicht. Ich bin mein eigenes Cut-Programm. So, also in diesem Sinne, ich bin schon wieder, ihr wisst, was ich meine. Ich bin immer emotional, wenn es ans Ende geht, ist richtig. Wir freuen uns auf das nächste Video, das wir für euch produzieren können. Auf mich wartet jetzt echt erstmal eine Menge Arbeit, weil ich an der Uhr schon wieder sehe, dass das schon wieder seine Zeit gebraucht hat, bis wir euch hier alle vorgestellt haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer so viel zu erzählen habe. Aber ich habe in den Kommentaren auch gelesen, dass viele Zuschauer, gerade Zuschauerinnen, sagen, danke, Robby. Cool. Wenn du das erklärt hast, haben selbst wieder verstanden. Ja. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich da tatsächlich von den Zuschauern auch ein bisschen verarscht werde, so nach dem Motto. Nein. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich über jeden solcher Kommentare. Ich fand's gut. Wir haben eine Menge Spaß, wenn wir euch gut unterhalten und solche Unboxings natürlich so gestalten, dass das für euch alle passt. Ja. Wir haben euch sehr lieb. Und wir freuen uns, dass die Community immer größer und größer und größer wird. Und solltet ihr, wie gesagt, irgendwelche Anregungen haben, an die nette Dame nochmal, ich bin an dem Rasentrimmer-Moped dran. Yes. Wird es das in dem nächsten Video geben? Der Sommer wartet ja sowieso noch ein bisschen. Das bedeutet, bei so einem Wetter wird es das Ding draußen eh nicht vorstellen. Von daher haben wir noch ein ganz klein wenig Zeit, wenn die Sonne tatsächlich dauerhaft bei uns ist. Und spätestens dann wird es dieses Video auch geben. Yes. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Okay. Und ich glaube, ich habe an alles gedacht. Genau, checkt Fimo ab, denkt daran. Und wie gesagt, noch einmal ganz kurz erwähnt, denkt daran, ihr könnt leider bei Temo nicht mehr bestellen für nur 10 Euro. Ab jetzt müssen 25 Euro in den Warenkorb. Klar, es ist auch schön, wenn nicht dauernd 1000 Plastiktüten zu viel ins Land rausgehen. Aber ich muss trotzdem sagen, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ich fand trotzdem schön, dass man auch für 10 Euro bestellen konnte. Muss ich einfach sagen. Ich habe schon 1000-mal gesagt, ich bin Konsument. Über Plastik und Verpackung müssen sich höhere Gedanken machen. Klar könnte man auch in irgendwelchen Papptüten versenden, aber nochmal, das werde ich nicht ändern, das werdet ihr nicht ändern. Das muss die Industrie und die Politik machen. Und auch wenn man jetzt ab 25 Euro bestellen muss, ist es nicht weniger Plastik. Ich sehe das halt so. Ihr könnt mir gerne sagen, dass ihr da anderer Meinung seid, aber weniger Plastik wird es nicht. Also anstatt die Leute dazu zu verdonnern, dass sie irgendwo mehr bestellen müssen, obwohl sie das eigentlich gar nicht brauchen, finde ich dann fast fahrlässiger. Wisst ihr, wie ich meine? Weil man jetzt vielleicht irgendeinen Scheiß bestellt, den man gar nicht will, nur um das zu kriegen, was man bestellen wollte. Das ist so ein Ding, das dreht sich im eigenen Kreis. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man sollte vielleicht wirklich lieber gucken, dass man anfängt, Plastiktüten in Papiertüten zu ersetzen. Aber nochmal, das werden wir nicht ändern, ihr nicht ändern. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Robby. Ciao, ciao. So. Und wir machen jetzt auf. Ich schneide jetzt. Du schneidest jetzt. Oder schneidest du Ich denn? muss das ganze Video jetzt zerschneiden. Ja, ich muss die Preise drunter setzen, ich muss die zweite Flasche nochmal in die Wasche. Das kannst du eigentlich machen. Ich könnte aber auch mal. Du kannst Mario Kart, du kannst die Lenkräder ausprobieren. Ich räume schon auf, Schatz. Du musst das nicht machen. Ich gebe dir du kannst die Lenkräder, du probierst Mario Kart auf. Ich wollte gerade sagen. Nee, ich mache erstmal sauber, ich schneide ein bisschen und dann freue ich mich, wenn er das Handy ausprobieren kann mit meinem neuen Game. Alter. Okay, bis gleich.